Good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen. New series is starting. Eine neue Serie beginnt. Before I start, I'm going to ask you guys to be patient. Bevor ich anfange, bitte ich euch, geduldig zu sein. Why? Warum? Because I'm going to share some things that maybe a lot of you have heard. Ich werde Dinge mit euch teilen, die vielleicht einige von euch schon gehört haben. And I want you to understand. Ich will, dass du verstehst, I'm not doing this because I was too lazy to prepare something new. dass ich dies nicht mache, weil ich zu faul war, um etwas Neues vorzubereiten. I have something else already prepared. Ich habe schon etwas anderes vorbereitet. But as I was traveling on a very long journey in the plane, Als ich auf einer langen Reise im Flugzeug war and I was preparing to record these devotionals, und ich die Aufnahmen dieser Andachten vorbereitete, I felt so strongly fühlte ich so stark, that we do need to refresh the things of the finished work of the cross. dass wir die Dinge vom vollbrachten Werk am Kreuz auffrischen müssen. You know, so easily we forget those things. Wir vergessen diese Dinge so leicht. And I kept thinking of Galatians 5 verse 1, Ich denke immer wieder an Galater 5, Vers 1, where the Apostle Paul says this. wo der Apostel Paulus Folgendes sagt. He says that for freedom Christ has set us free. Für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. And then it tells us that we need to walk or stand firm in that freedom. Dann sagt er uns, dass wir fest in dieser Freiheit stehen sollen. You know, whatever we have won in Christ, we can lose it so easily. Was auch immer wir in Christus gewonnen haben, können wir so leicht verlieren, Unless we keep reminding ourselves. wenn wir uns nicht daran erinnern. So I just feel I need to refresh your minds with this teaching. Ich hatte einfach das Gefühl, dass ich euren Geist mit dieser Lehre auffrischen muss. If this is not new, just be patient. Wenn dies nicht neu ist, dann sei einfach geduldig. You know, I look at my own life, Ich schaue auf mein eigenes Leben and with everything that I've learned about the new covenant, und mit allem, das ich über den neuen Bund gelernt habe, if I don't continuously remind myself that I need to walk in this, wenn ich mich nicht dauernd erinnere, dass ich darin wandeln, leben muss, before I realize, I can slip back into some old religious mindset. kann ich, bevor ich es realisiere, in einige schlechte religiöse Denkweisen zurückfallen. It happens to all of us. Es passiert uns allen. So now we're going to talk about the exchange of the cross. Nun werden wir über den Tausch am Kreuz sprechen. You know, one of the most powerful aspects of the cross is the exchange. Einer der stärksten Aspekte des Kreuzes ist der Tausch. And for me, it's become very sad to see how we limit the cross. Es ist für mich sehr traurig zu sehen, wie wir das Kreuz einschränken. You know, I grew up with believing in the cross. Ich wuchs mit dem Glauben an das Kreuz auf. I grew up in a Pentecostal church where we sang about the cross. Ich wuchs in einer Pfingstgemeinde auf, wo wir über das Kreuz Lieder sangen. But we limited the cross. Jedoch beschränkten wir das Kreuz. The cross was all about, I'm a sinner and now I'm saved. Thank God for the cross. Das Kreuz war alles über, ich bin ein Sünder und nun bin ich gerettet. Danke Gott für das Kreuz. But that's only one aspect of the cross. Das ist jedoch nur ein Aspekt des Kreuzes. The cross has so much more power. Das Kreuz hat so viel mehr Macht. And we have to learn the exchange that happened. Und wir müssen diesen Tausch lernen, der stattgefunden hat. You know, if you think that how much we have been taught to bargain with God, Wenn du darüber nachdenkst, wie viel wir gelehrt wurden, mit Gott zu verhandeln, almost every Christian has done that. fast jeder Christ hat das gemacht. Think about this. Denk mal darüber nach. We pray and nothing happens. Wir beten und nichts passiert. So what do? Was machen wir? We ask somebody else to pray that same prayer that we've already prayed. Wir bitten jemanden, das Gleiche zu beten, was wir bereits gebetet haben. We think if that person prays for me, that person is closer to God. Wir denken, dass wenn sie betet, diese Person näher bei Gott ist. Now, God will do it. Jetzt wird Gott es tun. Think about this. Denk darüber nach. That's bargaining with God. Das bedeutet, mit Gott zu verhandeln. God, I give you somebody's prayer and then you give me something for it. Gott, ich gebe dir jemandes Gebet und dann gibst du mir etwas dafür. Every bargaining with God has to be removed. Jedes Verhandeln mit Gott muss beseitigt werden. Everything that you need has been given to you through the cross.
Alles, was du brauchst, wurde dir durch das Kreuz gegeben. God has never made a contract with us. Gott hat mit uns nie einen Vertrag abgeschlossen. God has made a covenant. Er hat einen Bund gemacht. See, contract, there's always bargaining. Bei einem Vertrag gibt es immer ein Verhandeln. Why is there bargaining? Warum ist dieses Verhandeln? Because both parties have something, both parties have something the other one needs. Weil beide Seiten etwas haben, was der andere braucht. If I want a house Wenn ich ein Haus will and you are the one who builds the house, und du derjenige bist, der das Haus baut, so you have what I need dann hast du das, was ich brauche. and I have what you need, Und ich habe, was du brauchst. the money. Das Geld. So we can bargain. Nun können wir verhandeln. But with God, you cannot bargain. Aber mit Gott kannst du nicht verhandeln. There is absolutely nothing that you have that God needs. Du hast absolut nichts, was Gott braucht. God is self-sufficient. Gott ist selbst genug. So always remember, don't come with the attitude of bargaining to God. Denk immer daran, komm nicht mit einer Haltung des Verhandelns zu Gott. Come with appropriating faith. Komm mit nehmendem Glauben. Jesus did everything on the cross. Everything has happened. Jesus hat alles am Kreuz vollbracht, alles ist am Kreuz geschehen. You now take hold of it. Nun ergreifst du es. And that's how you will experience the finished work of the cross. Und so erlebst du das vollbrachte Werk am Kreuz. If you are a person who has faithfully tithed, Wenn du eine Person bist, die treu den Zehnten gibt, you are bargaining with God. verhandelst du mit Gott. God, I give you 10% and then you bless me. Gott, ich gebe dir 10% und dann segnest du mich. And if you don't bless me, at least keep the devourer from me. Und wenn du mich nicht segnest, dann halte zumindest den Verschlinger von mir fern. Think about it. Denk darüber nach. It's bargaining. Das ist Verhandeln. Our fasting, our praying, everything we do is bargaining. Unser Fasten, unser Beten, alles was wir tun, ist Verhandeln. So this needs to completely stop. Das muss vollständig aufhören. But it can only stop once we understand what happened at the cross. Das kann erst dann aufhören, wenn wir verstehen, was am Kreuz passiert ist. So we're going to do a short series to keep reminding you. So machen wir eine kurze Serie, um dich daran zu erinnern. Tomorrow we continue. Morgen machen wir weiter.